Hey YouTube, Tarsot Commander hier. Heute habe ich nochmal ein paar Szenen aus der Battlefield 4 Beta für euch und möchte in diesem Zusammenhang noch ein paar Punkte ansprechen, zu denen ich vorher noch nicht gekommen war, sowie einige Änderungen, die es bis zum endgültigen Erscheinen des Spiels noch geben wird. Zunächst mal könnt ihr im Hintergrund ein bisschen Gameplay als Schütze im Kampfhelikopter sehen. Und ich muss sagen, es macht nach wie vor unheimlich viel Spaß im Heli zu sitzen. Die Bordkanone ist weiterhin extrem stark und durchaus auch gegen Fahrzeuge zu gebrauchen. Und natürlich gibt es auch im Heli das neue Munitionssystem. Das heißt, wenn man einmal die quasi bereitgehaltene Munition verschossen hat, muss man ziemlich lange warten, bis man neue kriegt. Das ist meiner Meinung nach auch wirklich gut so, denn genau wie manchmal der Panzer, wenn jemand extrem Gutes drin saß, konnten auch Helis die Runden wirklich dominieren und einfach einen Anflug nach dem anderen machen, jeden killen, der versucht hat, sie abzuschießen. Und naja, wer mal X-Factors Serie Death from Above gesehen hat, weiß sicherlich, wovon ich rede. So können die Helischützen nicht mehr permanent auf alles schießen, was sich bewegt, sondern müssen auch ein bisschen Munition sparen und sich die vielversprechendsten Ziele raussuchen und werden hoffentlich nicht mehr ganz so hart dominieren. In meinem letzten Video hatte ich ja bereits den Stinger angesprochen, der momentan etwas schwach geraten ist, also nur bei einem normalen Treffer etwa 20 Schaden am Heli macht. Was heißt, man braucht mindestens 4, manchmal 5, um einen Heli vom Himmel zu holen. Was trotz der hohen Feuerrate des Stingers eigentlich nur möglich ist, wenn mehrere Pioniere zusammenarbeiten und der Helikopterpilot nicht sehr vorsichtig vorgeht, sondern nach den ersten Treffern noch in ihrer Sichtweite bleibt. Die Flugabwehrfahrzeuge sind in Battlefield 4 natürlich extrem stark gegen Helis, aber das Ganze wird ja auch ein bisschen dadurch ausbalanciert, dass der Heli natürlich deutlich wendiger ist und sehr leicht entkommen kann und man natürlich in der Flugabwehr, wenn man einen Heli verfolgt, immer die Gefahr hat, dass man feindlichen Pionieren oder Panzern begegnet und von diesen zerstört wird. Da es zudem pro Seite, zumindest jetzt in der Beta, jeweils nur eine Flugabwehr gab, die wie gesagt deutlich länger braucht, um sich über die Karte zu bewegen als der Heli, ist es wichtig, dass der Stinger noch stärker wird, sodass auch Infanteristen in der Lage sind, etwas gegen Helis auszurichten. DICE hat aber bereits angekündigt, dass für den endgültigen Release der Schaden der Stinger etwas erhöht wird. Damit sollte das Ganze dann hoffentlich gut gebalanced sein. Kommen wir also noch zu ein paar Sachen, zu denen ich in der Beta nicht wirklich gekommen bin oder von denen ich zumindest kein gutes Gameplay hatte. Dazu gehört zum Beispiel einmal, dass man jetzt im Wasser nicht mehr so ein absolutes Opfer ist, wie das in Battlefield 3 der Fall war, sondern man kann, während man schwimmt, einerseits tauchen, zudem praktisch sprinten, also durch Drücken der Sprint-Taste schneller schwimmen und außerdem seine Sekundärwaffe rausholen oder sogar so nützliche Gadgets wie C4, sodass man zum Beispiel auch im Wasser herumschwimmen und Boote sprengen kann. Das ist natürlich eine ziemlich coole Verbesserung. Leider hatte ich auch sehr wenige Gelegenheiten, das Boot zu benutzen, das allerdings in allem, was man gesehen hat, wirklich ziemlich gut aussah und auf anderen Maps, wie zum Beispiel Paracel Storm, das man ja als Alpha-Map bereits sehen konnte, sicherlich einen weitaus größeren Einfluss haben wird, als es bei Siege of Shanghai der Fall war. Beim Punktesystem hat sich ebenfalls einiges geändert. Da gibt es natürlich einerseits die Sachen, die man direkt im Spiel merkt, wie zum Beispiel, dass ein Suppression Assist jetzt nur noch 10 Punkte gibt statt vorher 50, was ich sehr sinnvoll finde. Und im Gegenzug auch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, dass Befehle jetzt deutlich mehr Punkte geben, wenn man sie befolgt, was ich ebenfalls sehr sinnvoll finde. Also in diesem Zusammenhang eigentlich nur Verbesserungen, genauso wie auch das vorher schon angesprochene System, dass man direkt Punkte erhält, wenn man ein Fahrzeug trifft und beschädigt beispielsweise. Oder auch der konstante Punkteregen beim Einnehmen von Flaggen. Auffällig ist, dass man, obwohl es ja für viele Sachen jetzt eigentlich extra Punkte gibt an Stellen, wo man in Battlefield 3 leer ausgegangen wäre, im Battlelog einen deutlich niedrigeren Score pro Minute hat. Ich weiß nicht genau, wie der sich berechnet hat, aber ich glaube, bei Battlefield 3 sind da Punkte für die Awards mit eingeflossen. Das heißt, wenn man Medaillen oder sehr viele Ribbons gekriegt hat, hat man dadurch ja seine Punktzahl drastisch erhöht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass man nicht so schnell hochlevelt, wie es bei Battlefield 3 am Anfang der Fall war. Dieser Änderung stehe ich eigentlich relativ gleichgültig gegenüber. Ich fand jetzt nicht, dass das System in Battlefield 3 schlecht war.
Die Zahlen sind jetzt vielleicht nicht mehr ganz so schön, aber ich denke, das wird keinen wirklichen Einfluss auf das Gameplay haben. Jetzt möchte ich auch noch ein paar spielerische Probleme der Battlefield 4 Beta ansprechen, die über einfache Bugs hinausgehen, vielleicht schon mit Bugs im Zusammenhang stehen, aber das war jetzt nicht so klar ersichtlich. An dieser Stelle kommen wir zu dem Video, was ihr im Hintergrund seht. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass ich mich gerade mit meiner Luftabwehr immer weiter zurückgezogen habe, weil noch alles voller feindlicher Infanterie war und ich kaum zum Reparieren kam und sozusagen erstmal eine Sekunde gebraucht habe, um mich zu orientieren, wo die Feinde überall sind. In diesem Zusammenhang bin ich wirklich bis in unsere eigene Basis gefahren und wurde, wie ihr seht, von feindlicher Infanterie bis dahin verfolgt. Es scheint auf Siege of Shanghai, zumindest im Obliteration-Modus, überhaupt keinen Bereich zu geben, der praktisch einem Team gehört, wo Leute aus dem anderen Team gar nicht hinkommen. Und ich glaube, das erklärt ein paar komische Fahrzeugdiebstähle, die ich gesehen habe, wo ich mich gefragt habe, wie zur Hölle kommt das feindliche Team jetzt an unseren Panzer, wenn ich gesehen hatte, wie er wirklich explodiert ist. Aber offensichtlich hat ihn jemand einfach direkt aus unserer Basis geklaut. Ihr seht, dass ich hier mit viel Mühe versuche, alle Leute, die unmittelbar an unseren Fahrzeugen dran stehen, zu killen, um zu verhindern, dass sie eben die Fahrzeuge aus unserer Basis stehlen und damit einen signifikanten Vorteil erlangen. Je nachdem, was für Leute im gegnerischen Team sind, kann so etwas natürlich extrem nervig sein. Und ich hoffe, dass das wirklich nur ein Bug war und im endgültigen Release von Battlefield 4 anders ist, sodass man einen nennenswerten Bereich vor den eigenen Fahrzeugen hat, in den Gegner nicht rein können, sodass sie auch nicht einfach, wenn sie mit dem Fallschirm über den Fahrzeugen abspringen, locker genug Zeit haben, um zum Beispiel aus diesem Bereich rauszufahren, bevor sie sterben. Ich habe an sich gerade gestern gehört, dass die stationäre Luftabwehr, die in der eigenen Basis steht, automatisch auf feindliche Luftfahrzeuge schießen soll, sodass eben keine gegnerischen Helis über der Basis rumfliegen können. Was ihr hier allerdings seht, ist ein gegnerischer Heli, der im Obliteration-Modus über unserer, der chinesischen Basis schwebt, sodass sein Kollege, der mit drin sitzt, unseren Heli stehlen kann, sobald dieser spawnt. Wenn sowas möglich ist, ruiniert das meiner Meinung nach das gesamte Spiel, da man gegen so eine Übermacht einfach fast keine Chance hat. Und ich hoffe, dass das in der fertigen Version des Spiels so nicht mehr gehen wird. Das war's dann aber im Wesentlichen für heute. Schaut euch zum Genießen noch einen schönen CSLR 4-Kill an. Und denkt dran, den Gefällt mir-Button zu klicken, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, klickt abonnieren. Bis zum nächsten Mal.